Wix-Schweißen ist ein absolut geniales Schweißverfahren mit wirklich tollen Möglichkeiten. Egal, ob man Stahl, Edelstahl oder sogar Aluminium schweißen will, alles kann man flexibel mit diesem Schweißverfahren schweißen. Die Ergebnisse, wenn man es wirklich beherrscht, sind absolut sauber. Die braucht man nicht nacharbeiten. Es gibt immer nur ein riesengroßes Problem und das ist, gute Wick AC/DC Schweißgeräte sind wirklich alles andere als günstig. Und da gibt es eine erfreuliche Nachricht diesen Sommer. Es gibt viele verschiedene neue Geräte auf dem Markt, die wirklich sehr bezahlbar sind und trotzdem wirklich eine Menge bieten. Man muss aber auf der anderen Seite sehen, es gibt auch wirklich viel Schrott. Ich versuche hier die Knuckles rauszusuchen, euch wirklich die empfehlenswerten Geräte vorzustellen. Habe ich schon 2 Geräte vorgestellt, die wirklich so um die 400 € kosten. Heute das nächste Gerät, ein iPoTools TIC 200 AC/DC Gerät. Das Gerät ist niegelnagelneu. Das Gerät hat 200 Ampere, hat einen temperaturgesteuerten Lüfter. Man sieht also, ich stehe genau davor, Gerät ist aus. Wenn ich anfange zu schweißen, geht der Lüfter erst an. Das ist A, schön ruhig, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn so ein Gerät dauerhaft läuft, dann zieht das Gerät auch dauerhaft den ganzen Staub aus der Werkstatt ein. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert. Ist auch eine tolle Entwicklung, dass das mittlerweile bei bezahlbaren Geräten auch fast schon Standard ist. Ich habe hier eine komplette Schweißrampe, die ich einstellen kann. Ich habe AC/DC, ich habe mit Puls, ich habe ohne Puls, ich habe natürlich auch eine Elektrodenschweißfunktion und. Was natürlich auch immer wichtig ist, eine gute Spot-Funktion, die man auch detailliert einstellen kann. Und das wollen wir uns heute in diesem Video alles zusammen angucken. Ich habe die letzten 2-3 Stunden hier ohne Ende geschweißt und werde euch zeigen, was das Gerät bietet und was das Gerät nicht bietet. Was mir am besten wirklich gefällt, wo ich das Gerät ausgepackt habe, dieser Brenner. Das ist so ein schöner, kleiner, leichter, flexibler Brenner. Das war jahrelang wirklich ein richtig großes Manko. Wenn man sich ein günstiges Gerät gekauft hat, dann waren da meistens so richtige Klopper von Brenner dran. Damit konnte man wirklich nicht arbeiten. Jetzt sind zum Glück die meisten Hersteller dazu umgeschwenkt und bieten so kleine, flexible Brenner. Damit kann man wirklich toll arbeiten. Das macht wirklich Spaß. Das ist nicht extrem schwer. Auch das ganze Schlauchpaket hier, das ist wirklich auch von einer schönen Qualität. Das gefällt mir, hatte ich bei mehreren Geräten jetzt schon. Und das ist hier wirklich auch schön klein, flexibel. Damit kann man toll arbeiten. Aber wir wollen uns natürlich ein bisschen das Gerät im Detail angucken. Wir fangen erstmal an mit dem Lieferumfang. Ich habe das Gerät, das wiegt etwas über 8 Kilo. Man kann das also auch flexibel überall mit hinnehmen. Ich habe das Schlauchpaket, ich habe ein Massekabel. Ich habe dann hier ganz normal die Möglichkeiten, das Gerät zu installieren. Elektrodenkabel ist natürlich auch im Lieferumfang, Bedienungsanleitung und so ein bisschen Zubehör noch. Das war es dann aber schon. Ich kann das Gerät also ganz einfach installieren, steht hier sogar dran. Bin hier mit dem Schlauchpaket Minuspol, habe dann hier eine Schnellkupplung für das Gas und habe dann hier die Steuerleitung. Hier kommt die Masse dran. Das Gerät ist also kinderleicht zu installieren. Zum Wick-Schweißen braucht man Argon, entweder 4.6 oder 4.8. Das ist also völlig egal vom Reinheitsgrad her, also reines Argon. Und dann kann man hiermit schon loslegen. Und der wichtigste Punkt bei einem Wix-Schweißgerät ist wirklich, dass es vernünftig zündet. Wenn man ein Wix-Schweißgerät hat, das nicht vernünftig zündet, das ist extrem nervig. Und das Gerät zündet gut. Ich habe hier die erste kleine Schweißaufgabe. 6 mm Blech, 2 mm Vierkantrohr habe ich erstmal geheftet und dann verschweißt mit einer richtig schönen Kehlnaht. Und dann merkt man schon beim ersten Mal zünden, beim ersten Mal heften, dass das Gerät wirklich vernünftig zündet. Ich habe das Gerät hier dafür auf DC gestellt und das Schöne ist wirklich, ich kann hier zwischen den verschiedensten Möglichkeiten wählen. DC mit oder ohne Puls. Dann habe ich hier das Elektrodenschweißen AC mit oder ohne Puls und die Schweißrampe ist jedes Mal individuell. Das heißt, die stelle ich einmal ein und wenn ich jetzt DC schweiße oder AC schweiße, die Schweißrampe bleibt wirklich immer erhalten. Das ist sonst bei vielen Geräten wirklich nicht so. Das ist dann relativ nervig, brauche ich auch keine Programmspeicherfunktion oder irgendwas. Ich switche einfach hier rum und habe dann immer meine dementsprechenden Einstellungen. Ich habe hier Zweitakt, Viertakt oder halt auch eine Spot-Funktion. Die gucken wir uns natürlich auch gleich an. Ich habe hier die Möglichkeiten fürs Elektrodenschweißen noch verschiedene Einstellungen vorzunehmen und das ist es im Prinzip hier unten schon. Und jetzt habe ich hier die komplette Schweißrampe, die kann ich durcharbeiten und kann da meine gewünschten Einstellungen vornehmen, zum Beispiel wie das so eine Werkstattkarte vorgibt, die passt hier also perfekt und habe hier alle Einstellungen. Und je nachdem, was ich ausgewählt habe, zeigt mir das Gerät dann halt die Möglichkeiten an. Es wird hier immer die Einheit angezeigt, ob es Prozent oder Hertz sind oder Sekunden. Und dann kann ich hier das Gerät ganz einfach einstellen.
Und das ist natürlich keine Herausforderung für ein 200 Ampere Schweißgerät. Darum habe ich es nochmal deutlich dicker angehen lassen. Das ist eine 6 mm Platte, das ist 20 mm Stahl. Hier habe ich auch 2 Kehlnähte geschweißt. Erstmal ist es natürlich ein schöner Belastungstest, ob man sowas überhaupt schweißen kann, ob das Gerät abschaltet. Und ich wollte natürlich auch wissen, ob das Gerät wirklich die versprochenen 200 Ampere hat. Ich habe mit einer Strommmesszange nachgemessen und das Gerät hat 197,6 Ampere. Das ist also wirklich so eine Messungenauigkeit. Also das Gerät liefert schon relativ genau das, was die Anzeige hier auch verspricht. Das ist auch keine Allgemeinheit. Also es ist nicht immer selbstverständlich. Viele Geräte haben deutlich weniger Leistung, als sie da hinterher irgendwo anzeigen. Und man sieht auch von wegen mit 200 Ampere kann man hier wirklich vernünftig schweißen. Richtig schöne Schweißergebnisse, eine richtig schöne Kehlnaht. Einmal hier ein bisschen langsamer, einmal ein bisschen schneller geschweißt. Mich auch massiv hier wirklich im Werkstoff drin. Sieht sehr, sehr gut aus. Viele werden jetzt sagen, wenn ich das mit Wick schweiße, gerade im Stahlbereich, dann habe ich nicht diese hellen Anlauffarben. Das liegt natürlich daran, dass ich hier nicht die Standarddüsen verwendet habe, sondern ich habe hier solche Stubby-Düsen verwendet. Wer sich dafür interessiert, das kann ich hier unten noch mal verlinken. Ich habe da mal ein interaktives PDF erschaffen. Da kann man genau sehen, welche Düsen wie an welchen Brenner rankommen, was da empfehlenswert ist. Und ich habe hier immer wirklich diese Gaslinsen. Die machen so einen Brenner natürlich schön klein, kompakt. Das kann ich wirklich immer nur empfehlen. Und damit hat man auch eine viel bessere Gasabdeckung und kann dann auch viel besser schweißen. Oder zum Beispiel auch spotten. Spotten ist mit dem Gerät auch möglich. Ich habe so die verschiedensten Sachen damit einfach ausprobiert. Das ist 0,8 mm Edelstahlblech. Das spotte ich immer gerne mit solchen Geräten. Kann man immer sehen, dass das wirklich auch vernünftig funktioniert. Und dafür muss das Gerät natürlich auch vernünftig zünden. Ich gehe hier unten einfach auf Spot-Funktion und dann kann ich hier durchwählen. Und das ist egal, wo ich hier bin, DC, AC, mit oder ohne Puls, kann ich in allen Bereichen spotten. Habe dann hier einfach den Spot-Intervall, das heißt also ich kann hier auch so Continuous Spotting, dass er einen Punkt nach dem anderen macht. Wenn ich das nicht haben will, drehe ich die Zeit einfach möglichst hoch. Und dann kann ich hier ganz normal die Spotzeit einstellen. Das fängt bei 0,01 Sekunden an. Also das heißt 10 Millisekunden ist das geringste. Und dann kann ich das Ganze hier hochdrehen, kann das so einstellen, wie ich das haben will und kann dann hiermit punkten. Und das funktioniert auch sehr gut. Da ist einmal hier dieses kleine Blech hier, das ich damit gepunktet habe, und dann habe ich einfach mein Rohr entgratet, wie man das auf moderne Art und Weise macht. Das mache ich auch immer sehr gerne. Das ist eine schöne Spielerei und dabei sieht man halt auch, wie gut das Ganze funktioniert. Und die Königsdisziplin ist natürlich immer das Aluminiumschweißen. Da sagen viele, das können günstige Geräte nicht vernünftig. Und das zeige ich euch auch, auf was für ein genialen Niveau man das hier machen kann. Das heißt, wir gehen in den Viertakt wieder. Dann wechseln wir hier in den AC-Modus und im AC-Modus ist meine zuletzt verwendete Schweißrampe, die zeige ich euch auch mal. Das heißt, wenn ich hier durchgehe, habe ich die Möglichkeit, hier die Frequenz einzustellen. Die Frequenz ist von 50 bis 200. Ich stelle mir hier immer 80 oder 60 bis 80 ein. Das ist so meine Lieblingsfrequenz. Habe eben hier 80 genommen, habe hier die Balance, das sogenannte Cleaning, bin ich bei 40%. Und dann habe ich eine ganz normale Schweißrampe. Beim Aluminiumschweißen immer eine schöne Gasnachströmzeit. Und ich habe hier zum Schluss den sogenannten Aluminium-Trick angewendet. Habe also einen sehr hohen Startstrom. Dazu gibt es auch extra ein Video. Das heißt, ich drücke auf meinen Taster, dann habe ich am Anfang richtig viel Dampf und dann kann ich hier so einen Werkstoff richtig schnell in allerkürzester Zeit aufschmelzen, muss also nicht lange warten. Das funktioniert hier gerade bei so Kehlnähten richtig gut. Und dann schweiße ich das erste Stück, dann läuft es natürlich irgendwann zu schnell weg. Dann lasse ich meinen Taster los und dann bin ich in meinem normalen Schweißstrom. Das funktioniert also beim Aluminium sehr, sehr gut. Das kann ich immer nur empfehlen. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Das heißt, glaube ich, der Aluminium-Trick. Was habe ich hier im Aluminiumbereich geschweißt? Ich habe hier dieses kleine moderne Kunstwerk hier geschaffen, habe das geschweißt wie so eine Treppe, sehr schön Kehlnähte, und dann habe ich so einen Würfel geschweißt. Die Würfel schweiße ich immer mit, da kann man die verschiedensten Einstellungen ausprobieren, Möglichkeiten, und ich würde mal sagen, das sieht auch wirklich sehr sauber aus. Also man muss sich wirklich wundern, wie sich die Technik da entwickelt in den verschiedensten Bereichen. Alles, was ich hier heute ausprobiert habe, hat wirklich sehr gut funktioniert. Das Gerät
schweißt gut, hat gute Schweißeigenschaften, hat alles an Einstellungsmöglichkeiten, was man braucht, hat ein vernünftiges Schlauchpaket, was wirklich auch immer wichtig ist. Also kann man wirklich nichts verkehrt machen, wenn man sich das kauft. Ich habe jetzt hier 2-3 Stunden mit rumgespielt. Ich werde sicherlich noch mehr Videos zu dem Gerät bringen, weil das Gerät sehr, sehr interessant ist. Ich werde noch mehr die Möglichkeiten zeigen. Wenn ihr Fragen zu dem Gerät habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Können wir die nächsten Tage, die nächsten Wochen sicherlich noch ein paar schöne Videos zu machen. Ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Gerät verlinke ich hier unter und natürlich meine WIG-Werkstattkarte passt perfekt für die Einstellung. Wer da Interesse hat, die verlinke ich natürlich auch hier unter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.